Sollte TikTok gebannt werden? TikTok. Nein, definitiv nicht. Ich bin selbst auf TikTok. Ja, Sharabi, folgt. Nein, nur besser reguliert. Inklusive Nebelschau, ja. Ganz ehrlich, das ist mir so scheißegal. Ich benutze TikTok eh nicht. Nein, warum? Ist eine gute Frage. Ich überlege ganz kurz, wie ich antworte. Ja. Es verdummt halt sehr stark. Und ich finde, die Funktion, die TikTok hat, hat man auch mit Instagram Reels, nur weniger verdummt. Nein. TikTok an sich nicht, nein, aber gewisse Inhalte definitiv. Aber man sollte vielleicht den Content besser filtern. Ich benutze selbst kein TikTok, deswegen, ich weiß nicht. Jein. Man kann das wie China machen, sag ich mal. Kinder, die das nicht so lange Zeit auf TikTok verbringen. Ich bin nicht auf TikTok. Ich glaube, es gibt richtig schöne Safe Spaces da drin, dass die Leute sich finden. Ich weiß nicht, muss man debattieren. Nein, warum? Nein. Nein. Leute, folgt gerne Ahmed NS_06. Ich komme jetzt. Das ist ein wichtiges Nachrichtenportal. Nein. Keine Ahnung. Das trifft mich nicht. Nein. Ja, ich finde schon. Also es hätte gar nicht erst ein Ding werden sollen in the first place. Hätte nicht sein müssen, aber ich finde schon, dass man es bannen könnte. Ja. Ja, TikTok ist ein Scheißdreck. Wer braucht TikTok heutzutage? Nein. Also das ist eh so eine Sache mit den Daten, aber ich bin vielleicht da, also ich bin auch gar kein Experte, was das betrifft, aber ich denke mir immer so, wenn jetzt irgendein Dude in China meine Daten hat, so, was hat das für einen Einfluss auf mein Leben? Gar keinen. Ich bin jetzt kein Fan, aber nee, guck mal, das ist ja Zensur. Aber ey, vielleicht ein bisschen so gucken, dass das reguliert wird halt, keine Ahnung. Den Einfluss, den es auf viele Jugendliche, gerade jüngere Kids hat und so, schon schwierig so. Deswegen, aber komplett verbieten würde ich das nicht, weil was willst du dann als nächstes verbieten, weißt du? Ich habe TikTok nicht und habe es auch von Anfang an nicht gehabt, weil ich wusste, dass ich voll davon addicted werde. Darum sollte man eigentlich selber entscheiden, ob man TikTok benutzt oder nicht. Also nein. Sollte TikTok gebannt werden? Nein. Boah, nein. Bruder, mein Leben ist auf TikTok, wenn die gebannt sind. Ich sterbe mit TikTok. Nein, finde ich nicht. Also ich benutze TikTok auch eigentlich täglich mittlerweile. Ich finde, es macht echt süchtig. War so die Phase, wo es alle irgendwie gehasst haben. Da war es auch noch nicht wirklich gut so vom Content her, finde ich. Aber mittlerweile macht es doch echt süchtig. Wahrscheinlich ein bisschen besser kontrollieren, was da so, also was zum Beispiel so an politischen, also zum Beispiel so Radikalisierung und so geht, glaube ich, relativ schnell auf TikTok. Aber ich würde es nicht verbieten. Ich glaube, das würde nicht funktionieren. Es sollte besser kontrolliert werden auf jeden Fall. Aber was Businesses und alles angeht, eher ein Befürworter. Aber für alles andere, okay, Memes ist auch noch lustig, aber für alles andere finde ich falscher Ehrgeiz. Nein, auf gar keinen Fall. Okay, nein, aber TikTok sollte nicht gebannt werden. Ich kenne mich halt mit TikTok gar nicht aus. Ich benutze die App nicht. Die Sachen, die ich jetzt darüber gehört habe, kann ich nichts zu sagen, weil ich mich da viel zu wenig mit auskenne. Sollte TikTok gebannt werden? Also ich nutze es kaum, deswegen do whatever you gotta do. Wow, ja, bin ich absolut für. Dieses TikTok, dieses Format. Ich glaube, es sollte für die jüngeren Altersklassen gebannt werden. Bis 16, 18. Da kann man auch selber entscheiden, was man machen will. Wenn du dir schaust, was in der Zeitung geschrieben werden darf und in Beiträgen in der Öffentlichkeit gepostet wird, die Wahrheit wirklich extrem verzerrt teilweise, und du dafür aus deiner eigenen Tasche was bezahlst, dann ist es ein Witz, dass TikTok gebannt werden soll. Jeder kann sich aussuchen, womit er verblödet. Ja. Also man kann mit allem kann man was Gutes und was Schlechtes machen. Das ist ja die Frage, wofür du es einsetzt. Ja, bei TikTok gibt es bestimmt auch Videos, wo du irgendwelche coolen Klicks lernst, irgendwelche Lifehacks. Aber wenn du dir die ganze Zeit Lip-Singing anguckst, Zwiespaltig, weil es gibt viel Scheiße auf TikTok und viel Bullshit, aber ansonsten, warum nicht? Ich habe die App noch nie benutzt. Wenn ich so sehe, was mit unserer Generation und unserer Jugend passiert, dann würde ich sagen eher ja, oder man macht es halt, also zumindest habe ich das mal gelesen. In China wird dir über TikTok, glaube ich, viel mehr beigebracht in den Videos, anstatt es einfach nur als Entertainment zu sehen. Deswegen sage ich nein, TikTok nicht verbieten, aber ich sehe keinen großen Mehrwert in dieser App. Nein. Next. Nächste Frage. Sollte TikTok gebannt werden? Nö, warum? Meinst du jetzt, weil die Kids dadurch so schlechten Einfluss... Schon die ganze Lebensgeschichte werden Leute, die Lust haben auf schlechten Einfluss, schlechte Medien,
haben die immer Zugriff drauf gehabt. Und das wird auch immer so bleiben. Da bringt es nichts, TikTok zu verbieten. Meiner Meinung nach auf gar keinen Fall. Man findet immer Gründe und Plattformen, um Endorphine auszuschütten. Brauchst du nicht TikTok verbieten. Man könnte darüber diskutieren, ob man das ab 16 macht. Wie soll man das überprüfen? Deswegen macht es auch keinen Sinn. No. Ich bin TikTok-Creator, Leute. I'm so sorry. I love my cringe content. Gebannt würde ich jetzt nicht sagen, aber ich finde, die Kontrollen sollten da krasser sein und man sollte vielleicht ein paar Richtlinien ändern. Aber an sich so finde ich es eine gute Plattform, weil du halt gerade als Künstler oder so weiter oder so oder als Content Creator die Möglichkeit hast, im Gegensatz zu Instagram oder YouTube, viel schneller viral zu gehen. So. Nicht unbedingt. Also TikTok ist ja eigentlich auch ein Social Media, wie jedes andere auch. Das Einzige, was mich stört, ist der Content, der teilweise da angezeigt wird. Ja, wenn er ein richtiger Mann ist, dann wird er immer einen Weg finden, um sich zu melden. Ey, was ist das? So funktioniert die Welt nicht. Die Frage ist sehr kontrovers. Ein großer negativer Teil davon ist halt, dass die Aufmerksamkeitsspanne gering ist. Sie vermindert sich immer wieder und ich erwische mich auch manchmal dabei, wie ich Leuten bei längerer Unterhaltung nicht mehr zuhören kann, auch wenn ich jetzt gerade selbst viel rede. Nein, warum? Da ich selbst TikTok-Branche unterwegs bin, auf jeden Fall nicht gebannt werden. Vielleicht ein paar Änderungen durchführen lassen. Das Problem bei TikTok ist, dass du nicht mehr relevant bist nach einer schnellen Zeit, weil meistens 1 Minute und da kannst du halt nicht viel von dir erzählen. Meiner Meinung nach, TikTok ist eine große Zeitverschwendung, aber ich selber verbringe auch da viel Zeit drauf. Aber es kommt darauf an, ich bin sehr oft auf TikTok, weil ich mir Inspiration hole bezüglich mit Kochen. Hört man das nicht? Generell nicht so sehr. Oder sollte ich stiller sitzen? Ja, wenn du stiller sitzt, aber du darfst nicht immer so kleine Wölbungen machen und so. Ja, das geht noch. Ja, so wie ein Küchenmesser. Das Messer ist neutral. Ist die Frage, was du damit machst. Schneidest du das Brot, um es Leuten zu geben, die Hunger haben, oder stichst du jemanden ab, um sein Brot wegzunehmen?